Bereit für ein wenig Tara-Mantra? Oh, sind denn auch alle startbereit? Habt ihr die Taschentücher? Es ist unglaublich, dieses Mantra hat so eine Kraft. In einem Retreat hat es einen Mann erwischt, der so ein hartgesottener Vipassana-Praktizierender war, und der hört das Tara-Mantra und die Tränen rollen runter, und es ist die Entdeckung seines Lebens, einfach nur das zu hören und dabei zu, ich weiß gar nicht, dieses Mantra und dieser Gesang. Also, singen wir es ein bisschen länger heute. Tobias, du gibst noch, ich soll noch warten, oder? Simon ist noch nicht da. Das ist okay, beim Tara-Mantra hat er nicht so viel zu übersetzen. Ich gucke dann danach nochmal. Ich gucke, ja, oder du erinnerst mich, ob er dann da ist. Om Taren Tu Taren Tu Re Swaha Om Taren Tu Taren Tu Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha 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 Om Tare Tu Tare Tu
Das Singen ist in einer Gemeinschaft auch ganz wichtig. Wie ist es mit Simon? Ist er aufgetaucht? Mhm. Mhm. Wir haben jetzt gerade keine englische Übersetzung. We don't have an English translation. Und ich weiß auch gar nicht, wer davon jetzt abhängig ist. Das macht... Tomek ist dabei. Tomek, you're maybe online. You need maybe an English translation. Mhm. So ist es halt. Ne? Ist jemand von euch Zoom-Teilnehmenden in der Lage, zwischenzeitlich Simons Aufgabe zu übernehmen und ins Englische zu übersetzen? Und würden wir dich als Übersetzer aufnehmen? Das sehe ich jetzt als die einzige Lösung. Ist da jemand? Barbara, das wäre super. Da ist die, hast du sie gesehen, die Barbara? Kannst du sie als Übersetzerin dazu nehmen? Mhm. Du, das ist ganz lieb, Barbara, ich danke dir. Mhm. Machen wir kurz einen Test. Barbara, vielleicht sagst du ein paar Worte, ob das, also versuch einfach mal ein bisschen zu übersetzen. Und der Tobias tut sich gerade die Kopfhörer rein und schaut, ob er deine Stimme auf dem englischen Kanal hören kann, ob das so passt. Also ich würde jetzt gleich wieder über die Sangha sprechen und ein Zitat vorlesen, was hier im Skript steht. Tobias ist noch nicht ganz so weit, dass er dich hören kann. Also ich spreche noch ein bisschen weiter, ohne was Wichtiges zu sagen. Ja, Tobias, kannst du... Barbara, du müsstest, glaube ich, Ja, Mikro ist an, gut. Und okay, alles gut, alles startklar. Super. Barbara, hast du das Skript auch offen? Ich sehe dich immer noch. Vielleicht, wenn du das bräuchtest du jetzt, weil ich dieses Zitat auf Seite 7 werde ich jetzt vorlesen. Sie sucht gerade noch, da warten wir den Moment. Warten den Moment ab. Barbara, du bist an deinen Platz zurückgekehrt. Ich vergewissere mich nochmal, du hast es jetzt vorliegen. Okay, und Tobias, von dir alles startklar? Okay. Als ich dieses Thema vorbereitete mit Sangha, mit Gemeinschaft, was mir ja ein wichtiges Anliegen ist, weil es war nicht immer nur einfach mit Sangha, auch im Grünen Baum in den Jahren, jetzt bevor wir ausziehen mussten für den Umbau. Also da haben wir zwar auch gute, wunderbare Zeiten gehabt, aber es war auch schwierig. Und ich hatte dieses Thema Sangha und Sangha-Aufbau wirklich vernachlässigt auch. Ja, also ich hatte das wie für selbstverständlich gehalten, dass wenn wir so miteinander im Haus leben und praktizieren und dass das irgendwie alles wie von selbst kommt. Und ist mir klar geworden, dass es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Und das ist unter anderem jetzt gerade findet das statt, aber wir haben seither auch eine ganz andere Teamarbeit aufgebaut. Wir gehen mit den Dingen ganz anders um als auch schon. Und ich möchte euch mit dem, was ich hier jetzt rausgesucht habe, mit dem Zitat so ein bisschen
bisschen zeigen, wohin die Reise gehen könnte, auch als großes Sangha. Es geht nicht um die Grüner Baum Sangha, das ist ein anderes Thema, aber so wie wir als offene Gemeinschaft, wie wir uns manchmal vielleicht auch erleben können. Und ich habe so im Internet geguckt, was ich zu Sangha finde, und eigentlich, obwohl ich die Quelle habe ich zwar, es findet sich bei der Deutschen Buddhistischen Union in Buddhismus aktuell in der Zeitschrift, und ob ich das übersehen habe, aber ich weiß nicht, wer diesen schönen Text geschrieben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar eine Gemeinschaftsarbeit war von einer Arbeitsgruppe zum Thema Sangha. Aber hört einfach mal zu. Wir können das auch dann als Gesprächsgrundlage nehmen. Jede Gruppe von Menschen kann als Sangha praktizieren. Als eine Gemeinschaft, die entschlossen ist, in Harmonie und Bewusstheit zu leben. Alles, was dafür nötig ist, ist entschlossen, gemeinsam in Richtung Frieden, Freude und Freiheit zu gehen. Gemeinsam profitieren wir von unseren Stärken und lernen von unseren Schwächen. Eine Sangha ist eine spirituelle Familie, die durch die Praxis der Achtsamkeit, Konzentration, also ich würde sagen Sammlung und Einsicht verbunden ist. Wenn wir zusammen als Sangha leben, wird sie zu einem Körper. Und jeder von uns ist eine Zelle dieses Körpers. Den Sangha-Körper können wir uns als einen Wald vorstellen. Jedes Sangha-Mitglied ist ein Baum, der in seiner Schönheit neben den anderen steht. Jeder Baum hat seine eigene Form, Höhe und seine einzigartigen Eigenschaften. Und sie alle tragen zum harmonischen Wachstum des Waldes bei. Unser Sangha-Körper schreitet auf dem Pfad der Praxis voran und vermag uns durch seine Augen die Richtung weisen. Die Augen der Sangha können die starken wie auch die schwachen Seiten jedes Sangha-Mitglieds sehen. Wenn hier von Augen die Rede ist, sind damit die Einsicht und die Weisheit des kollektiven Sangha-Körpers gemeint. Und der schließt die Vision und Einsicht jedes einzelnen Mitglieds vom Jüngsten bis zum Ältesten ein. Für eine klare Einsicht der Sangha ist es notwendig, dass alle mit ihrer jeweiligen Einsicht dazu beitragen. Doch ist sie nicht nur eine simple Addition, also die simple Summe individueller Einsichten. Die kollektive Einsicht beinhaltet eine ihr eigene Stärke, eine Weisheit und Vitalität, die jede individuelle Einsicht übertrifft. Wenn nach einem Gruppenprozess es zu einer Klärung und einer Einsicht kommt, einem Verständnis dessen, worum es geht, ist das tatsächlich stärker als die Summe der Einzeleinsichten und hat sehr, sehr viel mehr Kraft. Der Weg dahin braucht viel Kooperation, braucht ein gutes Zuhören und braucht von jedem den Mut, sich einzubringen, die Einsichten zu teilen, die Empfindungen zu teilen und sich so auf das einzulassen, dass ein Ganzes sich ergeben kann. Es braucht eine tiefe Bereitschaft in mir,
zuzuhören und zu spüren, wenn jemand anders spricht, dass dieses, was die andere Person sagt, sich in mir zeigen kann, sodass ich aus ihrer Erfahrung mitlernen kann. Ein bisschen von dieser Erfahrung oder sogar sehr viel fließt in mich hinein, fließt in mein Erleben hinein und das Erleben wächst dadurch. Und wenn jede und jeder von uns teilt und sich einbringt, dann haben wir diese verschiedenen Facetten des Erlebens zur Verfügung. Es ist so, als würden wir im Wald durch die Wurzeln und durch die Blätter und durch die Luft mit allen anderen Bäumen verbunden sein und so viel mehr erfahren, so viel mehr erleben können. Und das führt dazu, dass sich in uns ein neues Verständnis abbildet. Und zwar ist dieses Verständnis, es ist gar kein Lösungsverständnis, sondern es ist, wie kann ich das sagen? Es ist ein Verständnis, ein Ja, so ist es. Dadurch, dass alle zu Gehör kommen und alle gespürt werden, entsteht wie so eine Evidenz, eine Offensichtlichkeit, so ist die Summe der Erfahrungen. Und wenn wir uns dieser Summe der Erfahrungen öffnen, falls es für irgendetwas Lösung braucht, werden die auch sehr, sehr gut offensichtlich. Das ist dann kein Prozess der Diskussion und der Auseinandersetzung, sondern ein Miteinander hineinspüren, bis wir zu dieser Offensichtlichkeit kommen. Ja, das, was es gerade braucht, um als Sangha den Weg weiterzugehen. Ja, das ist so, was ich sehr schön wiedergefunden habe in diesem Zitat. Und wenn jemand von euch weiß, wo die Quelle ist, bitte sagt es mir. Du weißt es, Rudi? Es ist ein Beitrag von Thich Nhat Hanh. Also wir geben dir kurz ein Mikro, Rudi, dass die Barbara und wahrscheinlich Gabi oder Chris oder wer jetzt ins Französische übersetzt, dass die das eben auch mitbekommen. Barbara, ist im Moment wurde nichts gesprochen. Simon ist jetzt auch wieder da. Wir können gleich den Wechsel angehen. Du überlässt jetzt noch zu Ende, was der Rudi jetzt sagen wird, und dann machen wir den Wechsel zu Simon. Rudi, du weißt, wo die Quelle ist, und ich hatte schon die Vermutung, dass es Thich Nhat Hanh ist, aber ich wollte es nicht so in den Raum stellen. Also, du weißt es ganz genau. Ich will nicht sagen, dass ich es ganz genau wissen würde, aber ich habe was gefunden, und zwar in der Buddhismus aktuell. Ja. Da ist dieses Zitat drin und da ist beschrieben, dass das ein Zitat ist, ist auch ein Bild drunter, von Thich Nhat Hanh aus der Ausgabe 2015, Januar, also 1/2015. 1/2015. Buddhismus aktuell. Buddhismus aktuell, die Zeitschrift der DBU. Und das Verständnis, was darin ausgedrückt wird, ist wirklich so, wie ich Thich Nhat Hanh kenne. Das ist genauso, wie seine Sangha unterwegs ist, also was sie auch inspiriert hat und was mich auch inspiriert. Vielen Dank, Rudi, dass du das gefunden hast. Und jetzt, Barbara, darf Simon wieder im Hintergrund unterrichten. Schön, dass du da bist, Simon. Wir konnten die Situation mit Hilfe von Barbara wunderbar überbrücken. Ich hoffe, es war nichts arg Schlimmes, was dir widerfahren ist. Okay, gut, alles wunderbar. Das kann immer mal geschehen. Vielen Dank, dass der eine Baum für den anderen Baum eingesprungen ist. Okay. Ich gehe nochmal, ich erlaube mir jetzt, diesen Text noch einmal durchzugehen und noch einmal ein wenig zu beleuchten. Ja, so als will ich jetzt nicht ein Kommentar zu Thich Nhat Hanh, sondern einfach nochmal ein bisschen mitschwingen in dem, was er da gesagt hat.
jede Gruppe von Menschen kann so eine Sangha bilden. Also keine Buddhismusbinde. Ne? Jede Gruppe von Menschen. Und es geht darum, in Einklang miteinander zu leben. Das ist diese Harmonie, ja, Einklang ist auch ein gutes Wort. Und es geht um Bewusstheit. Bewusstheit ist Gewahrsein auch für uns. Es geht um dieses liebevolle Gewahrsein. Ne, auf Französisch, wenn Thich Nhat Hanh ins Französische übersetzt wurde, war das Pleine Conscience. Consciousness, dafür haben wir mehr Worte im Deutschen, würden wir oft mit Gewahrsein übersetzen. Nicht? Und dafür ist ein Entschluss nötig, dass wir das wirklich wollen. Dass wir wirklich in diese Richtung gehen wollen. Und wenn wir von Frieden sprechen, solltet ihr wissen, dass ein Thich Nhat Hanh das Wort Frieden natürlich sehr umfassend benutzt. Frieden ist unter anderem auch Nirvana. Ja? Es ist auch der Frieden zwischen Menschen und zwischen Gruppen. Ja? Es ist ein umfassender Frieden. Und wenn er von Freude spricht, als Mahayana-Praktizierender, spricht er von einer Freude, die in dieser Freiheit gelebt wird, die nicht wieder ein Gegenstand des Anhaftens ist. Keine Freude, die wir verteidigen müssen. Wenn er von Freiheit spricht, dann weiß er, was unter Freiheit von emotionalen Mustern, unter Freiheit wirklich zu verstehen ist. Es geht um Freiheit halt, um wirkliche Freiheit. Und gemeinsam profitieren wir von unseren Stärken und gemeinsam lernen wir von unseren Schwächen. Wenn wir diese Einstellung haben können, das ist wunderbar. Und ich weiß, dass es oft gelungen ist, in der Sangha von Thich Nhat Hanh das auch so zu leben. Ich wünsche mir das auch für uns, dass wir auch von unseren den schwierigen Dingen, den Herausforderungen, dass wir da gemeinsam lernen. Und jetzt kommt dieser Gedanke, der für Thich Nhat Hanh sehr typisch ist. Eine Sangha wird wie zu einem Körper. Und heute Morgen tauchte ja schon die Frage auf, ja, und wo ich dann drauf sagte, ja, wir können eine Gruppe, können wir wie als eine Person betrachten. Das ist mit einem Körper. Und er führt das ja dann noch aus, dass wir wie die verschiedenen Zellen und Organe und so weiter eines Körpers sind. Und das Beispiel vom Körper ist ja so, ein Körper braucht ja jeden Bestandteil, alles muss zusammen funktionieren. Und es braucht nur eine Zelle irgendwie zu entarten und so weiter. Ja, ihr wisst, was für ein Stress das verursacht. Und dieses Miteinander, ja, dieses Miteinander manchmal bin ich der kleine rechte Finger, manchmal bin ich das Auge, manchmal, ja, also ich nehme dann auch verschiedene Funktionen wahr in diesem Körper. Ich bin nicht auf einem Platz im Körper fixiert, aber ich fühle mich immer als Teil des Ganzen. Als ich gestern nach Hause kam und dann mit Evelyn sprach, habe ich zum Beispiel gesagt, ja, das ist auch ein schönes Gefühl für mich gewesen, gestern dieser Förderkreis, diese Infoveranstaltung und so, dass ich mich noch viel stärker als früher so als Teil des Ganzen gefühlt habe. Gar nicht so sehr als Kopf oder so, sondern wirklich als Teil und dieses Miteinander so stärker noch spüren konnte. Und ich denke, ihr habt zum Teil vielleicht Ähnliches erlebt. Das ist so die Richtung, in die wir weitergehen könnten, so dieses Miteinander. Ja? Eigentlich geht es darum, ein Miteinander, wo jeder so die Funktion einnimmt, die gerade gefragt ist und wir auch gar nicht eine spezielle Funktion haben müssen, aber wenn es das braucht, okay, dann machen wir es halt. Und das ist gelebtes Bodhicitta. Ja, das ist eine gelebte Geschmeidigkeit, wo wir
eigentlich wirklich dem großen Ganzen dienen. Und wie ich auch schon sagte, ist diese Sangha, und das schwingt bei Thich Nhat Hanh natürlich auch mit, ist dieses Sangha nicht im Eigeninteresse unterwegs, sondern ist ja eine offene Gemeinschaft, die ausstrahlt, ja? Also die durchlässig ist, die in die Gesellschaft, in die Menschen, denen wir begegnen, hinauswirkt. Jeder von uns ist sozusagen ein verlängerter Arm der Sangha oder des Dharmas oder so eine Botin dieser Praxis von Freiheit und Gewahrsein, liebevollem Gewahrsein. Ja, so könnte es doch sein. Und hört sich ja gut an, braucht unglaublich viel Arbeit. Ne? Ist leicht so darüber zu sprechen, aber es braucht unglaublich viel Klein-Klein-Arbeit. Und wisst ihr, wir hatten ja die Woche schon mal eine Diskussion über Selbstfürsorge. Ja, könnt ihr euch noch erinnern? Und wir sind dann noch ein kleines Stück weitergekommen in diesem Gespräch über Selbstfürsorge. Und zwar die Frage ist nicht ob oder ob nicht, sondern die Frage ist wohl eher wie wir für uns sorgen. Und tatsächlich ist es in einer Sangha so, dass wir die Sangha natürlich als erstes einmal unglaublich unterstützen, indem eine jede von uns sich auf gute Art um sich selbst kümmert. Ja? Ihr versteht, was ich meine. Ja? Wir lernen es, so sorgsam mit uns umzugehen, mit uns selbst, dass wir immer wieder in ein gutes Gleichmaß, eine gute innere Ausgeglichenheit finden. Ja, wir können dadurch sehr viel Stress um uns herum vermeiden, wenn zum Beispiel, stellt euch vor, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, stellt euch vor, ich würde mich jetzt in so einem Kurs überanstrengen und würde richtig unter Stress geraten. Das wäre blöd, oder? Das würde Stress ausstrahlen, oder? Das würde unglaublich hineinwirken. Jetzt stellt euch vor, die da hinter den ganzen Apparaturen, die wären irgendwie alle gestresst und sind sie ja nicht. Also, nur vorher, nur wenn es mal nicht läuft. Aber nein, das ist wunderbar, diese Entspannung und auch zu wissen, dass wir einander unterstützen und dass es eigentlich überhaupt gar keine Werturteile gibt. Niemand braucht etwas Besonderes zu sein. Jeder kümmert sich gut und stellt euch vor, hier einige die gönnen sich einfach mal nicht zu kommen. Das ist wunderbar. Sie kümmern sich auch in ihrer Selbstfürsorge darum, einfach mal zum rechten Zeitpunkt auszusteigen, weil die Dosis halt reicht. Mehr tut gerade nicht gut. Ja, also und so weiter und so fort, was wir alles tun können. Und das sind ja nur Beispiele hier aus der jetzigen Situation. Das läuft ja unglaublich harmonisch hier, unser Zusammensein. Irgendwie scheint eine Atmosphäre da zu sein, wo sich alle recht gut um sich selbst kümmern. Und das hilft natürlich. Und das, was dann übrig bleibt, können wir auf dieser Grundlage einer guten Selbstfürsorge, die auch von Respekt geprägt ist, also die so ist, dass wir immer auch die Gruppe im Auge haben und dass das sich so gut integriert. Auf dieser Basis können wir wunderbar alles andere angehen. Ja? Also diese Selbstfürsorge, das ist noch gar nicht mal
ein in Beziehung treten zu anderen. Wir denken vielleicht, dass das Herausfordernde in einer Sangha vielleicht ständig in der Beziehung stattfinden würde. Es findet schon darin statt, wie wir in der Sangha präsent sind, wie wir uns, während wir in der Sangha präsent sind, wie wir uns währenddessen um uns kümmern. Das fängt schon damit an. Und da hat jeder so seine und ihre eigenen Wege. Und die sind alle schon Ausdruck von Bodhicitta. Also eine gesunde Selbstfürsorge ist das gelebte Bodhicitta mit mir selbst. Das ist, wo ich den Weg des Erwachens mit mir selber gehe. Und falls ich im Leben mit mir selbst die samsarischen Stressmuster fortsetzen würde, von denen ich eigentlich predige, dass sie aufgelöst gehören, dann wäre das ziemlich blöd. Ja, also würde keinen großen Dienst machen. Ja? Und wenn ich von anderen Harmonie und Frieden fordere und selber nicht einmal, ja, also in mir Harmonie und Frieden mit mir selbst gar nicht hinbekommen, das würde alles nicht gehen. Also tatsächlich gemeinsam als Sangha-Körper ins Erwachen zu gehen, setzt voraus, dass jede Zelle, wenn ich mal bei dem Beispiel von Thich Nhat Hanh bleibe, dass jede Zelle auch in sich gut funktioniert. Ihr wisst ja aus der Biologie noch, Zellmembranen, Osmose, Mitochondrien und so weiter, was da alles so los ist. Ne? So ein bisschen so, ja, jede Zelle ist ja eigentlich ein Organismus in sich und hat in sich auch ausgleichende Möglichkeiten. Und wenn das jede Zelle tut, wenn das, ja, wo auch immer wir sind im Organismus, das tut dem Rest des Organismus richtig, richtig gut. Und dann ist die Fürsorge für andere. Also wie eine Aufmerksamkeit, ein Zuhören. Und nicht im Sinne eines Eingreifens, da muss ich was machen, ich muss die anderen irgendwie zu was bringen, sondern wir haben schon darüber gesprochen, das gelebte Bodhicitta vorwiegend als Katalysator für Prozesse, ja, dass bestimmte Prozesse leichter fallen. Sodass ich also im Gruppenprozess nicht so unterwegs bin, dass ich überzeugen muss oder möchte, sondern mehr, dass ich das lebe, was aus meiner Sicht hilfreich ist für den Gesamtprozess. Und also auch da eher wieder in die Verkörperung gehe, das bereits zu leben, so gut es geht, was sozusagen mein Geschenk in die Gemeinschaft ist. Und manchmal ist mein Geschenk, dass ich mein Unbehagen äußere oder dass ich auch zu meiner Wut stehe oder dass ich über etwas spreche, was mir schwer gefallen ist oder wo ich in die Irre gelaufen bin, was auch immer. Das bringe ich ein als Geschenk des Vertrauens in die Gemeinschaft. Das Band ist eigentlich immer ein Band des Vertrauens und der gemeinsamen Ausrichtung auf eben diese Freiheit, dieses Fließen, dieses liebevolle Gewahrsein, die Worte, die vorhin schon gefallen sind. In einer Paarbeziehung stelle ich das immer so dar. Ihr wisst, dieses Dreieck. Ja? Die Paarbeziehung findet hier statt, aber die gemeinsame Ausrichtung, sagen wir mal, ist auf den Dharma, ja? Ist auf den Weg des Erwachens. Und jetzt habe ich nicht so viele Möglichkeiten mit Fingern das zu zeigen, aber es gibt diese Beziehungen zwischen uns, es gibt die Beziehungen auf diesen emotionalen Ebenen, zwischenmenschlichen Ebenen und es gibt von allen von uns die gemeinsame Ausrichtung auf das, was uns übersteigt. Ja, also was nicht in der Ich-Bezogenheit stattfindet. Wir nennen das die Zuflucht. Das ist ein Wort, hat sich eingeprägt. Ne? Kennt ihr, ja, haben wir viel darüber gesprochen.
Diese gemeinsame Ausrichtung auf Bodhi oder auf Zuflucht oder was es dann auch ist, stellt euch vor, von allen in diesem Wald, alle Zellen sind ausgerichtet auf dieses, sagen wir mal, das ist ein großes Wort, aber auf das höchste Wohl aller. Das höchste Wohl aller, auch außerhalb der unmittelbaren Gemeinschaft, außerhalb der unmittelbaren Sangha. Wenn alle darauf ausgerichtet sind, dann laufen die Beziehungen auf dieser Ebene, die vielen Querbeziehungen und ja, die laufen sozusagen in der Ausrichtung auf das gemeinsame größere Ziel. Und damit eine Sangha funktioniert, braucht es diese gemeinsame Ausrichtung. Und das ist der Entschluss, mit dem Thich Nhat Hanh anfängt. Es braucht einen Entschluss, es braucht diese Ausrichtung. Wenn die Ausrichtung wackelig ist oder sogar völlig unklar ist, dann gibt es natürlich Schwierigkeiten. Dann ist klar, dann sind die Schwierigkeiten vorprogrammiert, weil wir gar nicht dieselbe Ausrichtung haben. Weil wir für unterschiedliche Anliegen, für sehr unterschiedliche Anliegen vielleicht sogar, in dieser Gruppe, an diesem Ort anwesend sind. Das heißt, es braucht immer wieder eine Klärung der Ausrichtung. Also Ausrichtung würden wir im 8-fachen edlen Weg, würden wir in den ersten beiden Gliedern finden. Wir finden es in der Sicht und in der Gesinnung und Motivation. Und dann später finden wir es wieder in dem 6. Glied des Strebens, ja, als die momentane Ausrichtung, die jetzt in der Situation des achtsamen Präsentseins uns die tatsächliche Ausrichtung gibt auf das, was wir jetzt gerade leben möchten. Die grundlegende Ausrichtung und die Ausrichtung in der aktuellen Situation. Okay, das sind so ein paar zusätzliche Gedanken, die ich noch dazu hatte. Und gerne wünsche ich mir ein paar Bemerkungen, Fragen, Rückmeldungen von euch dazu. Wir können 5 Minuten eine Pause machen. Aus welchem Grund auch immer, wir machen einfach mal eine Viertelstunde Pause. Es geht gleich weiter in 2 Minuten. Cornelia, wenn du dann deine Ansage machst, kommst du hier zu mir, gell? Und damit die dich auch sehen können. Aber es geht noch ein bisschen. Peter, langsam. Langsam, Peter. Langsam. Ja, ich habe ein Anliegen für die Andrea, und zwar wünscht sich die Andrea, beziehungsweise würde sich kenntlich zeigen, für eine... Das ist welche Andrea? Andrea Zufelde. Sie winkt gerade da. Machen wir nochmal? Genau. Können wir gerade die Kamera auf Sie stellen? Dann Sie wünscht sich eine Gruppe zwischen Weser und Harz, Hannover und Göttingen. Und zwar gerne hybrid, aber auch gerne in echt. Würde die gerne gründen. Also als Verantwortliche könnte ich bei ihr melden. Und was dann inhaltlich besprochen wird, würde sie auch gerne mit der Gruppe dann ausmachen. Okay? Dankeschön. Dankeschön. danke dir, Cornelia, als Koordinatorin. Ja, jetzt
gab es Zeit, ein bisschen zu spüren, zu schauen, wo es mit den Fragen und Beiträgen lang geht. Das Mikro zu Delia. Während du das jetzt gerade so gesprochen hast, haben sich mir mehrere Fragen gestellt. Also zum einen habe ich darüber nachgedacht, dass mein persönlicher Eindruck ist, dass in den asiatischen Gruppen das sozusagen das Dienen am anderen als wichtiger genommen wird. Und ich mich gefragt habe, was ist sozusagen auf dieser tiefen Ebene zugrunde, dass das oft in unseren Gruppen eher Thema ist, dass man die Selbstfürsorge betreibt. Also das kommt mir manchmal so vor. Ja? Und dass ich an dieser Stelle, also da habe ich drüber nachgedacht, ob es da so was Kulturelles gibt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass mein Eindruck ist, dass, und deswegen wollte ich dich bitten, da mal was vielleicht so zu sagen, falls du dem, ja, falls es, ja, also egal. Also mir kommt es so vor, wie wenn es eigentlich so ist wie in der Meditation. In der Meditation braucht es, dass wir sozusagen irgendwelche Mittel anwenden, ja, und so Struktur halten, und es braucht parallel aber auch, dass wir loslassen und in die Weite gehen. Und es braucht eigentlich für das Gelingen beides. Und mir kommt es so vor, wie wenn es auch für das Gelingen in einer Sangha genau beides braucht. Es braucht dieses grenzenlose Dienen der Sache für alle, ohne Grenze, ohne zu sagen ich, nö. Aber es braucht auch irgendwie so eine Form, auch in Form von Selbstfürsorge, und zu gucken, nee, für mich ist es jetzt so besser und ich diene der Gemeinschaft mehr, wenn ich jetzt ein bisschen in der Form bleibe oder in dem Gucken nach mir. Ja, das waren so Gedanken. Das sind wunderschöne Gedanken. Ich habe da jetzt gar nichts beizufügen. Ich pflichte dir bei, ich stimme dir zu. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da noch beitragen könnte. Naja, du hast viel mit tibetischen Meistern gelebt, und ich frage mich, ist es da anders, dass die das anders transportieren? Also transportieren die mehr, geh in den Dienst, als geh in die Selbstfürsorge, oder wie ist es denn? Die sprechen nicht viel über Selbstfürsorge, das stimmt. Das tun sie nicht viel. Manchmal ermutigen sie uns, das dann zu tun. Ja. Ich habe mir das natürlich angeschaut im Plum Village, und ich war ja auch gut bekannt mit Sister Gina, eine wichtige Nonne in der Sangha dort, und haben uns viel ausgetauscht. Ich hätte das so nicht leben können, was die gelebt haben. Ja, das ist schon sehr asiatisch geprägt, und manche können das nicht. Wir werden wohl unseren Weg finden müssen damit. Können uns nicht nur so an diesen Vorbildern orientieren. Ich habe ganz verzweifelte Menschen auch aus der Plum Village Sangha kennengelernt, ja, aber das ist halt oft so, ich bin Anlaufstelle oft für alles Mögliche. Also die Richtung stimmt, aber wie wir da hinkommen, wie wir so zusammenwachsen können, und jede Zelle sorgt für sich und dient dem Gesamten, wie wir das genau schaffen, ich denke, das wird jede Situation, wird hoffentlich dann uns ein wenig daran lernen lassen. Und vermutlich ist es ein ständiges Lernen, was nie aufhört, weil immer wieder neue Menschen dazukommen und andere wegfallen. Ja, also so dieser Erneuerungsprozess im Körper, wo nach 7 Jahren alles rundum erneuert ist. Mhm. Ja, okay, wo geht's weiter?
Ich habe auch eine Frage zu Sangha oder eine Feststellung. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Es ist oft so, nicht nur in Sangha, sondern auch in anderen Vereinen, dass in der Regel die mit dem meisten Geltungsbedürfnis oder wie sagt man da, ADHS-Anlagen, dass die so einen Verein schmeißen dann. Und das ist nicht unbedingt die optimale Besetzung. Und von den Sanghas, ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl ist, Sanghen, für die Sangha selber, für die Gruppen, ist es quasi nicht möglich, das von innen raus zu heilen oder zu optimieren. Also da braucht es praktisch so wie in der Industrie auch, da gibt es ja diese Beratungsfirmen, die extern, die dann sich das angucken und Vorschläge machen und man kann die dann dissen oder sowas oder man kann das dann auf diese externen schieben und damit ist im Prinzip das Problem oder die Analyse da und es gibt aber keinen innerhalb des Unternehmens, der dann der Schuldige ist. Das waren ja die Externen. Und sowas, denke ich mir, das würde ich mir für die Sanghas auch wünschen, weil viele dann so in so ein Ding reinkommen, wo die Leute, denen das nicht passt, die gehen einfach. Die rebellieren ja in der Regel nicht, das ist ja nicht buddhistisch. Und dann verfestigt sich das. Ja, also und Entschuldigung, und ich sehe das schon als eine Aufgabe eigentlich von den oberen Rängen, also bis hin zu Karmapa, dass der, wenn das möglich wäre, sowas installiert und einfach mal sich das anguckt oder andere wieder sagt, guckt euch das mal an und dann macht man dann Austausch. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie das im Einzelnen ablaufen könnte. sprichst du von so etwas wie einem Supervisionsprozess? Ja, das hatten wir auch mal angestoßen, aber da kommen dann die es eigentlich nicht brauchen. Also die es bräuchten, die kommen zu sowas nicht. Also Ach so, weil das freiwillig ist und dann bleiben diejenigen, dann bleiben einige weg, wo es heiße Themen geben könnte. Du hast ja so schön angesprochen von Thich Nhat Hanh, der dann so die richtigen Leute zusammen in ein Zimmer gepfercht hat. Da hatte ich gedacht, aha, Himsa? Fragezeichen. So dieser schmale Grat. Ist mir oft durch den Sinn gegangen, Supervision, ja. Aber tatsächlich dann auch mit allen. Ne? Dann ist wichtig, dass alle dabei sind. Ja, und auch zum Beispiel, was ich oft angeregt habe, war eben dieses Feedback, dass eben diejenigen, die zum Beispiel Meditation oder Einführung anleiten, dass die ihre Audios mal aufnehmen und mindestens selber hören oder noch besser an die Zentrumslamas oder die Verantwortlichen weitergeben. Also das eine ist ja, Leute zu finden, die Meditationen anzuleiten. Das Schwierige ist, die wieder loszuwerden. Stimmt, ich hafte ganz schön an dem. Ja, okay. Danke für den Beitrag. Bitte verzeiht, wenn ich jetzt gar nicht so intensiv darauf eingehe. Ich höre vor allen Dingen zu. Katharina? Ja, ich glaube, ich habe hier nicht so viel Erfahrung, aber ich denke vielleicht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ich finde in diesem Text diesen Satz so schön, wo es darum geht, dass die Einsichten von jedem Einzelnen, vom Jüngsten bis zum Ältesten, die zur Verfügung gestellt werden, dass die alle wichtig sind und diesem Körper mit nähern. Und ja, wenn ich nach innen gucke und da sind Stimmen, die vielleicht meiner Ich-Anhaftung unangenehm sind, dann passiert da Konflikt und in so einer großen Gemeinschaft passiert das
auch, kann ich mir vorstellen. Und ich dachte jetzt gerade an Gemeinschaften, die als Herzstück dieses Forum etabliert haben, wo es darum geht, immer mal wieder auch Einzelne einzuladen, dieses Innerste zur Verfügung zu stellen, oder Einzelne stellen sich mit ihrem Innersten zur Verfügung, sodass dafür Platz ist. Das ist nicht Supervision, aber hat, glaube ich, auch einen reinigenden Effekt. Was ist das mit diesem Forum? Jemand sagt, ich bin bereit, mal in die Mitte zu treten und aus meinem Herzen Einsichten oder Inspirationen zu teilen? Oder? Ich kenne es leider auch nur am Rande, zum Beispiel vom ZEC. Ich weiß, ja, du kennst beim das ZEC auch. Ja. Mhm. Und ich verstehe es so, dass die Menschen, die da leben, das Forum auch gemeinsam als ein Herzstück ihres Zusammenseins sehen, und dieses zu gucken, was ist bei dem Einzelnen, bei der einzelnen Person, und das mit in die Gemeinschaft aufzunehmen, und dabei auch zu gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass ich das nicht persönlich nehme, was bei dieser einzelnen Person ist, dass das ein wichtiger Teil der Organisation, der Struktur tatsächlich auch ist. Mhm. Okay. Katharina? Wie ist denn die Abkürzung in Lang? Zentrum? Das ist eine Gemeinschaft. Experimentelle Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft mit ungefähr 100 Menschen, die schon lange, also wo natürlich auch Bewegung drin ist, aber die schon lange zusammenlebt. Ich habe dort mal mich 1-2 Tage aufgehalten, war auch eingeladen, dort zu unterrichten, habe es dann nicht gemacht, weil es einfach zu viel wurde. Es war auf dem Weg nach Berlin, dass ich dort einen Stopp gemacht habe. Das ist nicht so weit davon entfernt und ist so eine ZEGG. ZEGG, du findest es dann auch, wenn du es googelst. Belzel, genau. Aber, nicht aber. Katharina, soweit? Ja. Okay. Das wird wohl ein Prozess sein für uns, dass wir immer wieder mal so Anregungen bekommen, dass wir schauen, was könnte da hilfreich sein. Vor allen Dingen werden wir natürlich so im Sinne der Best Practices schauen, was hat sich denn bewährt, was bewährt sich in anderen Sanghas. Und es kann sein, dass wir vieles gar nicht ausprobieren, aber das, was sich woanders schon bewährt hat und in ähnlich strukturierten Sanghas, dass wir das uns mal zu Herzen nehmen und gucken. Wir brauchen da vermutlich gar nicht so viel selbst zu entwickeln. Und ich möchte euch, das ist jetzt gerade, ist mir, während ich Katharina zugehört habe, ist mir aber auch etwas gekommen zu Deljas Frage. Ost und wo ist jetzt gerade Delja? Da ist sie. Vom Vinaya her und so wie Sangha-Zusammenkünfte in Asien natürlich, asiatische Kultur, wie die strukturiert waren, das war war das ein Kanalisieren der Mitteilung auf das wirklich Heilsame hin. Also es ging überhaupt nicht darum, seine emotionale Befindlichkeit in der Runde zu teilen. Das war überhaupt nicht das Anliegen, sondern es ging immer darum, mit etwas aufzuräumen, etwas einzugestehen, etwas aber mit wenigen Worten in eine dezidiert heilsame Richtung zu gehen. Also gar nicht das, was wir unter einem Sharing verstehen. Eigentlich könnte man fast sagen, das Gegenteil davon. Eine sehr klare, also man in der Runde sitzen, eine sehr klare Mitteilung über etwas, was eventuell schwierig war oder was schiefgelaufen ist,
bereits mit einer, wie soll man sagen, bereits nachdem man lange drüber vorher meditiert hat und nicht mehr in den einengenden Emotionen so unterwegs war, sondern jetzt in der Lage ist, in den Klärungsprozess selber auch einzusteigen. Und ich glaube, das erfordert sehr viel Reife. Wir würden sofort vermuten, ja, dann wird ja wahrscheinlich sehr viel unterdrückt, aber es wird auch sehr viel der Sangha erspart. Und da erinnere ich mich, Antje, du nickst, wahrscheinlich wäre schön, wenn du gleich auch was dazu sagst. Ich erinnere mich an Genro Rinpoche und unsere Lojong-Unterweisung, die Unterweisung im Mahayana Geistestraining, wo er relativ ausführlich darüber sprach, dass wir anderen das Geschenk machen können, unsere Emotionen nicht einfach in die Gruppe hineinzugeben, nicht einfach zu verteilen. Es gibt da einen Merkspruch, ja, der im Lojong, der genau sich darauf bezieht. Und dieses Innehalten können und nicht zu meinen, ich muss jetzt mit meinen Emotionen und meinen Überzeugungen und das, was ich erkannt habe und dass ich damit alle anderen behelligen muss. Ja, diese feine Zurückhaltung, die ist hier unter uns, ja, wie soll ich sagen, es sprechen halt immer die dann dieses starke Mitteilungsbedürfnis haben. Das war, was Thomas auch andeutete. Und andere üben diese feine Zurückhaltung, werden aber vielleicht gar nicht gehört. Und das ist so zwischen unserer jetzigen Art, hier in Deutschland, im Westen unterwegs zu sein und wie die Asiaten versuchten, ihre Dinge zu regeln, das ist ein großer Unterschied. Und ich weiß, dass sie es oft nicht geregelt gekriegt haben. Also wenn Lama Tönsan mir erzählt hat, was in seinem 3-Jahres-Retreat los war, dann weiß man, dass in dem 3-Jahres-Retreat zum Beispiel die Kommunikation zwischen den Praktizierenden ja so null war. Niemand hat ihm so dann mehr Emotionen in die Gruppe reingegeben, aber sie haben dann auch für den Rest des Lebens nicht mehr miteinander gesprochen. Ja, also es gab dann nur noch 3, die miteinander sprachen. Und ist einfach auch wichtig, nicht, dass wir das wissen. Und das waren nur so ein paar Dinge, die mir jetzt eingefallen sind. Jetzt ist, glaube ich, Richard und dann wäre vielleicht Antje dran. Mhm. Ja, ich sage nur ganz kurz 3 Sätze zu Forum, weil ich bin in der Männergruppe, die das Forum benutzt, also die Technik von Forum. Also ich finde, es läuft ganz gut, aber es ist eine kleinere, wir sind 12 Männer, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das kann man natürlich auch für sowas Größeres machen. Aber andere Männer, die vor mir da waren, bevor ich eingestiegen sind auch gegangen, weil es manchmal schon bei Konflikten eben auch Schwierigkeiten gibt. Aber wichtig ist schon, glaube ich, so eine Grundintention zu haben, lösungsorientiert zu sein. Und eben auch, wie du sagst, dich auch mal zurückzunehmen und nicht jede Aufmerksamkeitsproblematik dann dahin zu stellen. Eigentlich war ich ein bisschen überrascht, weil ich wollte was ganz Tolles sagen. Ich wollte euch loben, also ich bin ja noch nicht so lange hier, aber ich finde einfach ganz viele freundliche Menschen hier oder Kontakte. Und ich sehe noch nicht die ganzen Fallen. Wahrscheinlich muss man die sich so auftun im Laufe der Zeit, wenn soziale Menschen zusammenkommen. Das haben nämlich noch nicht... Bitte? Ab morgen geht's los, okay. Ja, also das wollte ich nochmal sagen. Also danke euch allen so für euer Wohlwollen so. Also was ich so viel wahrnehme, das ist ja auch gut zu sagen, auch wenn es vielleicht Kritikpunkte gibt und mit Recht, die will ich gar nicht damit wegmachen. Und dann wollte ich noch Danke sagen auch dafür für die Gruppenbildungen, dass du das mit den Gruppen nochmal machst. Auch das ist, glaube ich, und die Aufgaben nicht immer so einfach stellst, dass wir auch darüber diskutieren müssen, was meint er denn jetzt irgendwie so? Weil das bringt auch Tiefe rein, wenn es dann so immer ganz klar ist, Aufgabe und klar gucken wir im Text nach, was ist die Lösung, dann habe ich vielleicht nicht so viel nachzudenken. Das macht es leichter, aber es muss ja auch diesen Schmerz der Erkenntnis, der ist ja ganz wichtig, dass man auf den stößt oder den Schmerz des Ungelösten. Und das fand ich bei deinen Fragen jetzt auch ganz gut. Und so war ich gestern Nachmittag habe ich geschwänzt.
Nicht, weil ich schwänzen wollte, sondern weil ich in der neu gegründeten Online-Mahamudra-Gruppe Teil sein wollte, weil es so neu ist, dass ich dachte, ich gehe jetzt da mal hin. Und das fand ich auch gut. Also jetzt habe ich gehört, dass ich viel verpasst habe. Das tut mir leid, aber ich fand das andere eben auch gut und finde auch schön, weil ich habe lange nach sowas gesucht, nach so einer Gruppe, die selbstständig eben Dinge angehen und sich austauschen. Und dafür tausend Dank. Also für alles, was hier ist, aber auch für diese Gruppen, für diese Möglichkeit. Danke, Richard. Wir kommen halt hier aus vielen Richtungen zusammen. Das ist etwas sehr Besonderes. Wir kommen aus sehr vielen verschiedenen Sanghas hier zusammen und wir bringen unsere Erfahrungen mit. Die sind noch nicht zu einem Problem oder Thema hier in der Sangha geworden, aber sie beschäftigen die Einzelnen durchaus noch. Und wir können die aber nicht alle hier bearbeiten, das geht nicht. Es sind wirklich viele Sanghas, die hier zusammenströmen, viele Erfahrungen und wir sollten uns um das kümmern, was hier an Dynamik in unseren Kreisen, in unserem Kreis so zu beobachten ist und es da auf eine gesunde Art aufbauen, finde ich. Und da können wir aus den Erfahrungen lernen, die wir mitbringen aus anderen Kontexten. Ich komme ja auch aus einem Kontext, habe ja auch und alle, aber die werde ich nicht mit euch besprechen, die Themen, die da angefallen sind, sondern das muss ich mit denen eventuell noch besprechen oder klären, die das direkt betrifft. Aber so im Sinne von Best Practices, das, was sich wirklich bewährt, das wäre natürlich ein Geschenk, was wir hier einbringen können. Aber tatsächlich können wir nicht die Vorkommnisse in anderen Sanghas und so, das können wir nicht bewältigen. Wir sind keine Diskussionsgruppe über die Sangha-Thematiken von all den Gruppen, die wir früher so gelebt haben. Das werden wir nicht schaffen, das wird uns sprengen, das wird dann doch wieder in Meinungen und Standpunkten enden und persönlichen Befindlichkeiten. Es ist gut, wenn wir hier diesen heilsamen Umgang miteinander finden. Und Antje, da ich weiß, ich glaube, du bist im Sinne von Best Practices so ein bisschen unterwegs und bin mal gespannt, was du zu sagen hast. Übrigens würde ich mich freuen, wenn ihr tatsächlich ab und zu mal die Sprechenden einblenden könntet, wenn das möglich ist. Ja, ihr wisst, dass ihr dann beim Sprechen auch geteilt wird. Okay. Ja, ich wollte gerne so ein bisschen teilen. Ich komme ja aus der Triratna-Tradition. Da haben wir erstens viel Gruppenarbeit. Das ist sehr Sangha-schaffend. Und was ich jetzt auch angestoßen durch die Bemerkung von dir gerade, Tillmann, nochmal beschreiben wollte, ist eine Kultur, wir nennen das Eingeständnis von Fehlern. Also eine Kultur, eine Bereitschaft, etwas offenzulegen, was einen bewegt hat, aber immer im Rahmen, im Hinblick auf die, wir nennen das ethische Vorsätze, auf die, ich glaube, du hast es Richtlinien genannt, die 10 Richtlinien sind, glaube ich, 10 heilsamen Handlungen. 10 heilsamen Handlungen, sodass auch wenn man merkt, also dass man das innerhalb dieser Gruppe, das ist natürlich ein gemeinsames Einverständnis, dass da alle dazu bereit sind, dass man dann gemeinsam, einer trägt was vor, und manchmal wissen wir es auch noch gar nicht, was genau es ist, und dann mit der Hilfe der anderen dieses Thema ein bisschen untersucht und das abgleicht mit den 10 heilsamen Handlungen, welche der 10 heilsamen Handlungen zum Beispiel verletzt worden ist. Sodass man das identifizieren kann, also dass man da eine Richtlinie hat, an der man vorgeht. Und jetzt, das schützt in der Regel irgendwie ausladend zu werden und sehr emotional, manchmal ist es auch emotional, aber da eben etwas Objektives zu haben, sage ich mal. Und wenn das klar ist, dann versucht man das zu vertiefen, indem, wir haben ja, glaube ich, die 4 Kräfte
ist ähnlich. Ja. Dann kann der oder diejenige das in einen Vorsatz bringen, das nicht mehr wieder zu tun, oder wenn andere geschädigt, andere betroffen waren, dahin zu gehen, sich zu entschuldigen, etwas besser zu machen. Und auch der Vorsatz, das innerlich loszulassen. Ja? Sodass das im Idealfall etwas sehr Rundes wird. Und das wird gerne halt auch im Gruppenzusammenhang gemacht. Und ich finde das sehr hilfreich, diese Kultur, also auch ein Gewahrsein zu trainieren, entlang der 10 ethischen Richtlinien immer wieder das eigene Verhalten zu überprüfen, bevor man irgendwie rausbraust. Vielleicht soweit erstmal. Ja, vielen Dank. Ich sage es nur kurz, das ist etwas, was mich inspirieren würde als eine gute Richtlinie für so einen Gruppenaustausch über so heikle Themen. Wir können uns das dann noch genauer anschauen, aber dass wir auch dafür wissen, in welchem Feld wir uns bewegen und dass wir nicht allzu ausschweifend werden da drin. Mhm. Ja. Ich möchte mal zwischendurch schauen, was im Chat gelaufen ist. Der Carsten spricht wieder. Ja. Die Frage ist noch von vor der Mittagspause. Andrea schreibt, Frage. Ich würde gerne an die Frage von Elisabeth anschließen. Kann man die Lehre vom Lehrer trennen? Bei mir geht es um das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben von Sogyal Rinpoche. Ich bin im Konflikt, ob der Inhalt dieses Buches für mich noch gelten kann, wenn der Lehrer selber die Lehre nicht leben kann. Herzlichen Dank. Ja, wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Lehrer in einer auch im Segen sein können und also Wahres, total Wahres auch ausdrücken können, ohne dass sie in anderen Bereichen ihres Lebens tatsächlich integriert leben. Und jetzt, was dieses Buch angeht, ist es ja ein fantastisches Buch und hat vielen Menschen geholfen. Und ich denke, das ist so ein Beispiel, wo wir sagen können, ja, dieses Buch, wenn man es auf den Dharma hin abklopft, das hält stand, es hat Substanz, also es ist, ich gucke immer zum Carsten, als ob Carsten die Andrea wäre. Dieses Buch ich kann es mit anderen Dharma-Lehren vergleichen und was darin steht, stimmt. Es gibt ein paar Dinge, die einfach mit der unterschiedlichen Stellungweise von Nyingma-Linie, Kagyu-Linie und Theravada und so zu tun haben, die so einzelne Punkte, die anders formuliert werden könnten. Dieses Buch ist damals von 5 Schülerinnen von Sogyal Rinpoche zusammengestellt worden, redigiert worden und veröffentlicht worden und es hat ganz vielen Menschen geholfen und das ist so ein Beispiel, genauso wie ich ein großer Fan von Trungpa Rinpoches Büchern bin, über den wir vorhin, glaube ich, oder gestern gesprochen haben. Und da ist so viel Segen und so viel Inspiration drin, obwohl wir wissen, dass in anderen Bereichen eben ein Verhalten war, was wir überhaupt nicht unterstützen können. Und ich bin kein Fan davon, Lehre und Lehrenden, also Lehrer zu trennen voneinander. Die Richtung, wenn ich sage, wir gehen aufs vollkommene Erwachen zu, bedeutet eine Integration aller Anteile unserer Persönlichkeit. Aber ich bin mir im Unterschied zu vielen anderen bewusst, dass eine Erfahrung des Erwachens authentisch gemacht werden kann und auch mehrfach gemacht werden kann,
ohne dass emotionale Bereiche deswegen aufgeräumt sind. Mir ist das sehr vertraut. Ich habe das sehr früh in meiner Laufbahn bei Gampopa lesen können, wie diese emotionalen Schleier sich erst allmählich lockern und lösen, und habe an meinem eigenen Erleben mitbekommen müssen, dass ich, obwohl ich schon, 20 Jahre Mahamudra Dharma-Lehrer war, dass meine eigenen Traumata und meine eigene Bedürftigkeit mich noch zutiefst innerlich bestimmt haben und erst dann einer Bearbeitung zugänglich gemacht werden konnten. Also ich habe es am eigenen Leibe erfahren und habe die entsprechende Zerrissenheit in mir auch gespürt, sodass ich, also jetzt, wo ich diese Zerrissenheit nicht mehr spüre, wo das jetzt wieder, sind über 10 Jahre jetzt später oder 12 Jahre später, 14 sogar schon, meine Güte, das Leben saust davon. Ja? Aber die Lehren, die zum Beispiel, wo es um die Natur des Geistes geht oder um den Dharma, die drücke ich nicht anders aus als damals. Die sind deswegen damals nicht verkehrt gewesen. Ja? Nur war ich als Person nicht integriert. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt auf die Art, wie ich präsent war, die Art, wie ich mit Menschen umgegangen bin. Und es hat immer noch, da wo meine Muster nicht aufgeräumt sind, haben die immer ihre Auswirkungen. Das ist klar. Und so würde ich, Andrea, deine Frage, könnt ihr kurz einen Bildschirm weitergehen? Wahrscheinlich ist sie irgendwo zu sehen. Ne? Wo ist sie denn, die Andrea? Oh, ich hoffe, sie ist überhaupt dabei. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Also jedenfalls würde ich sagen, das ist deine persönliche Entscheidung. Wenn du merkst, du kannst da nicht mehr vertrauen, dann hat dieses Buch keinen Segen mehr für dich und ist keine Quelle, die du benutzen wirst. Und das entscheidest du ganz persönlich. Das kann niemand anderes für dich entscheiden. Und wenn du merkst, du hast von Schwierigkeiten dieser Lehrer gehört, du hast von einem Verhalten gehört, was du dir nicht erklären kannst, aber die Lehren inspirieren dich, dann mach weiter damit. Dann ist okay. Und wisse darum, dass da Bereiche sind, auf die du dich nicht einlassen wirst. Das ist, ja, und du nimmst aber das sozusagen das Goldene, das Goldstück nimmst du an und das andere lässt du sein. So, das wäre mein Rat an alle, und das würde auch genauso für Dzogchen Rinpoche, da gibt es wirklich Schüler, die unglaublichen Nutzen von seinen Unterweisungen haben, und ich gucke schon wieder zu dir. Ja, da gibt es die unheimlichen Nutzen davon haben, die den Weg weitergehen möchten, auch wenn er jetzt gestorben ist, aber die einfach in Dankbarkeit sind für all das, was sie gelernt haben. Es hat ihr Leben transformiert und sie gehen weiter. Und andere sind ausgestiegen und sagen, kommt für mich nicht in Frage. Und das ist jetzt nur ein Name, der wirklich durch die Presse ging, aber es geht um so viele Menschen, und zu denken, jemand müsse so eine ganz integrierte Person sein und so richtig aufgeräumt haben, bevor wir überhaupt anfangen können, den Dharma zu unterrichten, da liegt die Messlatte zu hoch, weil also ich glaube, dann könnte kaum noch jemand unterrichten. Ja, da müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir da verlangen, weil vielleicht die wir das verlangen, vielleicht haben wir noch gar nicht bei uns selbst geguckt und denken, das wäre alles so einfach, so einen ganz aufgeräumten inneren Hof zu haben. So, ja? So, ist eine ständige Arbeit, und ich bin da ein bisschen, soll man sagen, bin ein bisschen weicher geworden. Ich hatte früher auch viel leichter ein hartes Urteil, und dadurch, dass ich selbst so viel durchgemacht habe, das hat mich echt auch so ein bisschen durch die Mühle gedreht und bin dadurch ein bisschen weicher geworden, nachsichtiger. Oh, ich glaube, das tut erstmal mir gut, aber es tut auch gut einfach im Umgang mit solchen Themen. Und es ist irgendwie ja auch zum Glück dann so, dass Dzogchen Rinpoche sich entschuldigt hat und so weiter. Also dass da ein Aufräumprozess stattgefunden hat. Und das wissen wir auch von anderen Lehrern, die jetzt nicht hier erwähnt werden. Aber das Gute ist, wenn es dann doch noch zu einem Prozess der Aufarbeitung kommt, auch wenn es manchmal wie eine Teilaufarbeitung sich anfühlt. Aber
Jeder geht so weit, wie es ihm oder auch ihr möglich ist. Ja? So. Vielleicht so viel dazu. Ja, ich würde gerne noch mit euch meditieren. Wir haben jetzt 5:30. War hier im Saal noch was? Habe ich jemandem Delia, du gehst auf jemanden zielstrebig zu? Du bringst nur das Mikro zurück. Okay. Ist das so okay für dich? Kann ich nochmal mit euch vielleicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde meditieren? Ja? Vielleicht ist bei einigen viel angeregt worden durch die Themen, die paar Tupfer, die so gesetzt wurden, was so berührt wurde. Und wenn ich jetzt sage, wir meditieren, dann verdrängen wir das nicht. Wir sagen nicht, das sollte nicht sein, das darf nicht sein. Wir können mal anfangen damit, dass wir einfach einatmen, ausatmen und im Nachklang des Gehörten, also in der Stimmung, die das ausgelöst hat, darin atmen, ohne uns mit den Inhalten zu befassen. Nehmen wir die Stimmung, die Gefühle, die da ausgelöst wurden, nehmen wir so ganz an, sagt man ja. Wir atmen mit ihnen, spüren unseren Körper, spüren unser Gestimmtsein. Und wenn wir so Stimmungen und Gefühle spüren und so den Nachklang von einem Austausch, von Gehörtem, dann erlauben wir uns gleichzeitig so ein Gewahrsein der inneren Weite. Wir fühlen, nehmen die Weite mit hinzu, atmen ein in diese Weite. Atmen mit diesen Gefühlen aus in dieser Weite. Und ihr merkt, durch dieses zusätzliche Gewahrsein der Weite löst sich unser Fokus, unsere Fixierung auf Gefühle und Stimmungen und sowieso natürlich auf Inhalte.
Und es macht uns möglich, all das zu spüren, was auch ist, den Körper zu spüren, zu hören, zu sehen. Und wieder einmal begegnen wir dieser nicht fassbaren Dynamik, wie sich Befindlichkeit verändert im Erleben und in der liebevollen, annehmenden Zuwendung. Könnt ihr euch noch erinnern,
Buddha-Natur, der Buddha in euch, der Buddha in uns. Nehmt ihn mit hinein in dieses Gewahrsein, nehmt die Buddhi in euch. Lasst sie meditieren. Diese Prajnaparamita in uns, die große Mutter, die Mutter aller Buddhas, die hat so einen besonderen Blick auf die Dinge, der sich uns intuitiv, ahnend, allmählich enthüllt. Erlaubt es, dass die Sicht der Buddhis und Buddhas auf die Bedeutung des Sangha, die Bedeutung des Dharmas, die Bedeutung von Buddha und Bodhi, dass sich diese Sicht, dieses Verständnis zeigt, dass es den Herzensgeist weitet.
Tadentu, tadentu, Swaha. Om tadentu, tadentu, Swaha. Om tadentu, tadentu, Swaha. Om tadentu, tadentu, Om tadentu, tadentu, Swaha. Om tadentu, tadentu, Om tadentu, tadentu, Swaha. Om tadentu, tadentu, Swaha. Om tadentu, tadentu, Swaha. Om tadentu, tadentu, Swaha. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir dieses Mantra und andere Mantren auf ganz verschiedene Art und Weise singen können. Mal so, mal so. Manchmal als Ausdruck der Hingabe, manchmal wie Balsam für die Seele, als Ausdruck des Mitgefühls. Jetzt zum Beispiel war ein Aspekt, war im Denken an all die Praktizierenden, die unter den unaufgelösten emotionalen Mustern ihrer Lehrenden leiden. Das ist so, und möge das überall, möge überall so diese klärende Sicht, die Weisheit der großen Mutter, die Weisheit der Prajnaparamita oder Tara, möge die überall Einkehr halten. Und möge das Bodhicitta wirklich da in all diese Situationen reingehen. Und dann manchmal ist es ein Ausdruck von Freude. Dann singen wir Tara tu Tara, als ob wir tanzen würden. Und dann ist es ein Ausdruck von Kraft, als ob wir den Kraft in den Boden geben und aus dem Boden heraus wiederkommen. Und manchmal ist es ein Ausdruck von Verbundensein. Dann tanzen die Taras alle um uns herum. So viele Möglichkeiten, wie es Stimmungen gibt, gibt es eigentlich so ein Mantra zu nutzen. Ein Mantra ist die Stimme des Herzens, wo wir befreit sind davon, Worte finden zu müssen. Das sind schon Klänge, die gibt es schon. Wir brauchen nicht mehr nachzudenken. Es kann einfach fließen und die Töne, die sind, das ist dann so das kommt dann einfach. Und die Geschwindigkeit und die Modulation, Höhe, Tiefe und so weiter, alles moduliert sich als Ausdruck eines Herzensgebetes. Ja, eigentlich ist
Mantra, ein Herzensgebet, das wir in jede Richtung nutzen können. Und manchmal ist ein Mantra zu singen oder zu sagen, ist einfach Ausdruck davon, angekommen zu sein. So ist es. Ausdruck der Ja. So. Wir gehen damit ins Mahamudra. Es geht nicht mehr irgendwo hin, hat keine Adressaten mehr. Es ist nur noch Ausdruck von genau so. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Jedenfalls, nutzt sie alle. Nutzt sie alle und improvisiert ruhig ein bisschen. Ja? Also einfach so, wie es sich für euch richtig anfühlt. Ich freue mich, euch dann morgen früh wiederzusehen. Ist dann schon Dienstag und ich werde morgen mit euch die Nagarjunas Preisung anschauen. Das gibt mir nochmal Gelegenheit, ein bisschen über den Buddha zu sprechen, über die 12 Handlungen. Und sicherlich werden wir auch wieder meditieren und Zeit für Fragen haben und Austausch. Und dann geht es nochmal in die Gruppen und dann